Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Ich zeige euch im heutigen Video, wie man das Kleid Freya näht. Dafür brauchen wir 1,60 Meter Stoff, farblich passendes Garn, ein paar Stecknadeln, ein Maßband, eine Stoffschere und wenn ihr mögt auch noch so einen Markierstift. Der löst sich auf, wenn er mit Wasser in Berührung kommt. Damit male ich dann immer die Knipse und die verschwinden dann einfach, wenn man das Teil als erstes wäscht. Apropos Waschen, ihr solltet jetzt auf jeden Fall den Stoff einmal kurz in die Waschmaschine schmeißen, so bei 30 Grad im Kurzprogramm, damit er ein bisschen einlaufen kann. Denn Stoffe laufen immer ein bisschen ein beim ersten Mal waschen und es wäre natürlich besser, wenn wir das jetzt machen, als wenn wir alles schon fertig haben und nachher das Kleidungsstück zu klein ist. Also ab in die Waschmaschine damit und dann können wir mit dem Zuschnitt starten. Wenn ihr den Stoff gewaschen, getrocknet und gebügelt habt, können wir uns den einlagig auf den Tisch legen oder auf den Boden, wo auch immer ihr mögt. Wir schneiden hier einlagig zu, denn das ist ein asymmetrisches Schnittmuster und normalerweise, wenn ihr schon mal was zugeschnitten habt, dann legt man das oft ja doppelt aufeinander und schneidet dann, aber bei asymmetrischen Schnittteilen geht es nicht. Deswegen legt ihr das nur einlagig hin und die rechte Seite nach oben. Also als erstes legen wir uns das Vorderteil hin. Wichtig ist hierbei, den Fadenlauf parallel zur Webkante zu haben. Dafür nehmt ihr euch am besten ein Maßband und misst das Ganze mal aus. Und wenn ihr merkt, dass es nicht ganz parallel ist, nehme ich immer den Endpunkt vom Fadenlauf und drehe dann die andere Seite nach oben oder nach unten. Das ist meiner Meinung nach die schnellste Methode, um das Ganze auszurichten. Und dann kommt hier oben drüber noch der Rückteilbeleg. Auch hier wieder das gleiche, der Fadenlauf muss parallel zur Webkante sein. So, und wenn ihr das so hingelegt habt, könnt ihr das Ganze auch schon aufstecken und dann an der Papierkante ausschneiden. Hier ist ganz wichtig dazu zu sagen, das steht auch auf dem Schnitt nochmal drauf, die Nahtzugaben sind in meinem Schnittmuster enthalten. Das heißt, ihr müsst hier nicht weiter noch Nahtzugabe anstellen. Das ist jetzt nur bei meinem Schnittmuster so. Es kann sein, wenn ihr andere Schnittmuster von anderen Herstellern benutzt, dass da die Nahtzugaben nicht enthalten sind, dass ihr dann nochmal parallel etwas anstellen müsst. Das solltet ihr immer beachten, denn das kann dann natürlich sein, dass nachher dann das Teil nicht mehr passt, weil ihr es vielleicht dann zu weit oder zu klein oder was auch immer habt, weil die Nahtzugaben inkludiert waren oder nicht. Also da auf jeden Fall immer genau schauen, was in der Anleitung des jeweiligen Herstellers steht. Bei mir sind die Nahtzugaben enthalten und deswegen könnt ihr an der Papierkante entlang schneiden. Bei dem Schnittmuster mache ich das jetzt mal in 2 Schritten, denn mein Tisch ist jetzt hier nicht groß genug, dass ich das alles in einem zeigen kann. Jetzt haben wir noch die andere Seite, da schneiden wir dann das Rückteil zu, also da ist die Webkante jetzt natürlich hier oben. Rechte Seite natürlich auch wieder oben und hier machen wir genau das Gleiche. Wir richten den Fadenlauf nach der Webkante aus. Und dann kommt oben drüber noch das Vorderteilbeleg. Der Beleg, das Beleg, das weiß ich immer nie. Und hier messen wir auch nochmal am Anfang des Fadenlaufs. So, der sieht jetzt schon schief aus. Genau. Und dann steckt ihr auch die Schnittmuster aufeinander und schneidet das Ganze dann an der Stoffkante aus. Wichtig ist noch, bevor ihr dann die Papierschnittmuster von dem Stoff abmacht, dass ihr die Markierungen mit übernimmt. Wir haben hier immer so kleine Striche, die mit übernommen werden müssen, damit wir nachher die Passform garantieren können. Wenn wir was zusammennähen, haben wir dann gegengleiche Markierungen und sehen dann, was zusammenpasst. Wir haben hier überall welche und die hintere und vordere Mitte wird auch immer markiert. Das ist ganz wichtig, dass ihr immer die Mitten noch mitnehmt. Hier, Ende des Schlitzes. Diese Markierungen am Vorder- und Rückteil, die oberen Knipse, sind übrigens auch dafür geeignet, wenn ihr Taschen noch zusätzlich reinmachen wollt, dass ihr diese Markierung nehmen könnt für den Startpunkt der Tasche. Die habe ich so gesetzt, dass quasi da das auch perfekt ist, um da eine Tasche anzunähen. Wir nähen als erstes die Schulternähte zusammen.
Dafür legen wir uns die beiden Belegteile rechts auf rechts aufeinander. So, das ist die Schulternaht. Die legen wir uns aufeinander und nähen die bei 1 cm ab und bügeln danach die Nahtzugabe auseinander. Wenn du magst, kannst du dir gerne noch 1, 2 Nadeln reinstecken. Das gleiche machen wir dann auch beim Vorder- und Rückteil. Wir legen die Teile rechts auf rechts aufeinander und schließen dann auch hier die Schulternaht bei 1 cm und bügeln das ebenfalls auseinander. Die Schulternaht ist jetzt geschlossen und dann können wir mit dem Ausschnitt weitermachen. Dafür legen wir uns dann die Teile hier so hin, dass wir das rechte Teil sehen, die rechte Seite sehen und legen dann die Belegteile rechts auf rechts da drauf. Orientierungspunkt ist ganz gut die Schulternaht, die legen wir als erstes aufeinander. Die könnt ihr euch auch schon mal feststecken, wenn ihr mögt. Und dann wird es hier zusammen draufgelegt. Und dann stecken wir auch alles direkt mit Nadeln fest. Denn wir nähen jetzt eine Naht, oder 2 Nähte sind es, und haben damit quasi das gesamte Teil schon genäht. Also die Naht geht einmal von dieser Seitennaht einmal rum um das Schleifenband, über den Ausschnitt, über die Schulternaht, über den anderen Ausschnitt zu anderen Schleifen, zum anderen Schleifenband und dann hier wieder das Armloch runter zur anderen Seitennaht. Und dann haben wir eine zweite Naht, die geht einmal hier rum, das ist das komplette Armloch und hört auch hier auf. Wir haben dann hier noch einige Markierungen, damit das Ganze auch gut aufeinander passt. Wir haben hier jeweils die vordere und hintere Mitte markiert. Dann haben wir hier an den Armlöchern jeweils Markierungen. Für das Rückteil haben wir immer 2 Markierungen an den Armlöchern. Da kann man dann auch ganz gut dran sehen, ob man die richtigen Belegteile auf das richtige Rück- oder Vorderteil gelegt hat. Denn die 2 Knipse sind für das Rückenteil und ein Knips sind für das Vorderteil. Und dann haben wir noch die Schleifenbänder markiert, damit die auch aufeinander passen. Genau, das stecken wir jetzt alles mit Stecknadeln fest und danach können wir das dann bei 1 cm zusammennähen. Kurze Anmerkung für das Stecken. Es kann durchaus sein, dass zum Beispiel die Schleifenbänder hier, dass die sich beim Versäubern so ein bisschen ausgewellt haben. Das sieht man hier auch. Ich habe so ein bisschen die Kante beim Versäubern ausgedehnt. Dadurch kann es auch passieren, dass die Form von dem Schleifenband ein bisschen anders ist. Achtet auf jeden Fall hier in dem Bereich, also im Bereich des Schleifenbandes darauf, dass die beiden Bänder oder die beiden Teile glatt aufeinander liegen. Das ist wichtig, wenn wir es nachher wenden und bügeln wollen. An allen anderen Kanten müsst ihr natürlich darauf achten, dass genau die Kante aufeinander liegt. Aber in dem Bereich würde ich schauen, dass der ganze Stoff glatt liegt und dass nicht ein Teil deutlich breiter oder schmaler ist als das andere. Legt es flach aufeinander und steckt es fest und schaut beim Nähen, dass ihr einigermaßen die Form trifft. Genau. Wenn ihr dann alles gesteckt habt, können wir mit dem Nähen starten. Ich starte hier unten links an der Seitennaht und dann nähen wir bei 1 cm einmal hier rum, das Schleifenband hier und dann enden wir an der Seitennaht. Und die zweite Naht geht dann einmal hier rum, von Seitennaht zu Seitennaht und das ist einmal das komplette Armloch. Bevor wir dann jetzt die Ausschnittkante wenden, machen wir ein paar Einschnitte an den Innenrundungen, damit sich das Ganze schöner legt.
Denn wenn wir jetzt hier zum Beispiel hier eine Innenrundung haben, ist die Kante, die wir ja umlegen wollen, viel kürzer als der Bereich, wo es draufgelegt wird. Und dann machen wir so kleine Einschnitte, die bis kurz vor die Naht gehen. Nicht in die Naht schneiden, das wäre doof. Um dann der Naht die Möglichkeit zu geben, sich ein bisschen weiter ausdehnen zu können. Und dadurch hat dann der Beleg einen deutlich schöneren Sitz. Also wenn wir das jetzt hier einschneiden, hat natürlich die Naht viel mehr Länge. Und wenn wir das Ganze dann umklappen, ist da nicht so eine Spannung drauf. Genau, das mache ich jetzt hier, 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 hier und hier. Also überall, wo stärkere Rundungen sind. So, wenn ihr überall die Einschnitte gemacht habt, dann können wir das Ganze wenden. Dafür geht ihr dann von einer Seite, ist jetzt egal, ob links oder rechts, geht ihr durch die Schulternaht und zieht dann das jeweils andere Teil einmal durch diesen Tunnel durch, um die Schulternaht zu wenden. Das sieht dann so aus. Und bevor wir die Schleifenbänder wenden, schneiden wir da die Spitzen noch ein bisschen zu, damit das dann nicht so dick wird. Ich zeige das hier nochmal. Also wir schneiden hier so ein bisschen die Nahtzugabe an der Spitze weg, damit es dann innen drin nicht so knubbelig wird, weil wir haben hier an der Spitze natürlich nicht so viel Platz und da passt dann nicht so viel Stoff rein. Deswegen schneiden wir hier so ein kleines bisschen weg. Nicht zu nah an die Naht, so 2-3 mm sollten schon noch stehen bleiben. Und so sieht das dann aus. Um die Schleifenbänder dann jetzt zu wenden, mache ich das, als würde ich mir eine Strumpfhose anziehen. Also ich wickel mir das quasi hier so hoch, bis ich am Ende bin. Dann piekse ich mir meinen Finger da so rein und drehe das Ganze um. Und dann nehme ich mir eine stumpfe Schere und schiebe die da hinterher. Und so kann ich dann genau hier die Spitze rausarbeiten. Da ist ein bisschen Vorsicht geboten. Wenn ihr einen Stoff habt, der ein bisschen lockerer gewebt ist, da dürft ihr dann nicht zu sehr reindrücken, weil dann sonst die Naht aufgeht. So, jetzt haben wir die komplette Ausschnittkante gewendet und müssen das Ganze jetzt nochmal bügeln. Dabei sollten wir darauf achten, dass die Naht, die man hier sieht, das ist ja der Beleg und das ist die Naht zwischen Beleg und Vorderteil, dass diese Naht nicht unbedingt sichtbar ist. Das heißt, dass ihr die Naht so ein bisschen mit nach innen bügelt. Weil es ist natürlich schöner, wenn man von außen nichts sieht, als wenn man auf diese Naht direkt guckt. Das braucht ein bisschen Übung mit dem Bügeleisen, aber es hilft auch immer gut mit dem Dampf zu arbeiten. Und auch hier beim Knotenband immer schön diese Naht rausarbeiten. Weil wenn wir jetzt einfach nur das Bügeleisen nehmen und wir hauen das da platt drauf, dann ist das Knotenband ganz flach und schmal, weil die Hälfte des Stoffes hier drin ist. Und da kann man das hier dann schön rausholen und flach bügeln und dann hat man genau die Form, die auch mal ursprünglich auf dem Schnittmuster zu sehen war. Das Bügeln braucht ein bisschen, aber danach sind wir auch schon fast fertig. Jetzt kommt die Seitennaht dran. Dafür legt ihr euch die beiden Teile rechts auf rechts aufeinander. Schauen, dass ihr die Schulternaht nicht verdreht. Wir haben hier ein paar Markierungen. Einmal hier oben die Markierung. Wenn ihr zum Beispiel noch Taschen an eurem Kleid haben möchtet, dann wäre jetzt der richtige Zeitpunkt, um noch Taschen einzuarbeiten. Diese Markierung wäre zum Beispiel dann dafür da, dass ihr da noch eine dass da die Tasche starten kann. Aber sonst ist es auch generell immer gut, auf der Länge mal eine Markierung zu haben, damit die Passform gewährleistet ist. Und dann haben wir hier unten auch nochmal eine Markierung. Das ist der Beginn vom Seitenschlitz. Da kommt auch eine Nadel hin. Und dann schauen wir, dass hier oben die Nähte aufeinandertreffen.
die Naht zwischen Beleg und Vorder- und Rückteil. Die stecken wir auch aufeinander. Da ist es ganz wichtig, dass die Nähte auf jeden Fall aufeinandertreffen. Wenn ihr dann eine kleine Längendifferenz am Beleg habt, ist es nicht so wild. Aber viel wichtiger ist, dass die Nähte aufeinandertreffen. Ich zeige es euch nochmal vom Nahen. Also die beiden Nähte, das sind ja die jeweiligen Belege. Und die Naht, die muss aufeinandertreffen. Dafür legen wir die Nahtzugaben nach oben und dann die Belege aufeinander und dann die Seitennaht runter. Und dann würde ich mir hier genau in der Naht eine Nadel stecken. Wenn ihr die Seitennähte dann gesteckt habt, können wir mit dem Nähen anfangen. Wir fangen dann oben an am Beleg und nähen runter bis zur Markierung für die Seitenschlitze. Die Seitennähte dann geschlossen haben, kann das Ganze auseinandergebügelt werden. Auch der Teil, der nicht zugenäht wurde. Also das ist ja der Seitenschlitz und den bügeln wir auch bei 1 cm um. Da könnt ihr euch dann Maßband noch dazu nehmen und das Ganze dann bei 1 cm umbügeln und dann können wir danach den Schlitz abstecken. So, wir haben jetzt hier die Seitennähte auseinandergebügelt und dann können wir jetzt noch eine kleine Naht setzen im Nahtschatten, dass der Beleg hier nicht so rumwackelt. Dafür klappen wir den Beleg nach unten. Also wir sind jetzt hier gerade im Armloch. Moment. So rum. Das ist das Armloch. Hier unten können wir dann den Beleg noch annähen. Das heißt, wir klappen den nach unten und stecken ihn fest, so dass beide Nähte aufeinandertreffen. Und dann stecke ich mir hier eine Nadel quer. Und dann nähen wir hier im Nahtschatten, also quasi in dieser Naht, den Beleg fest. Der Vorteil an dem Nahtschattennähen ist, dass man die Naht danach nicht sieht, weil sie quasi in dieser anderen Naht verschwindet. So, als nächstes nähen wir dann die Seitenschlitze. Die sehen ja jetzt so aus, weil wir sie umgebügelt haben. Moment. So. Es ist quasi nur umgebügelt, aber noch nicht abgesteppt und das machen wir jetzt. Dafür starten wir dann hier auf der linken Seite und nähen füßchenbreit bis unten. Dann am Ende der Naht nähen wir einmal quer rüber und dann an der anderen Seite in der gleichen Breite wieder nach oben. So sieht der Schlitz dann aus, wenn er fertig ist. Und dann machen wir jetzt noch den Saum und dann sind wir auch schon fertig. Um den Saum zu nähen, müssen wir den als allererstes bügeln. Und zum Bügeln nehme ich mir mal gerne eine Hilfsnaht. Die Hilfsnaht ist dafür da, dass ich ein bisschen schneller und einfacher bügeln kann. Man kann auch einfach sich ein Maßband nehmen und messen, wo sind meine 3 cm, bügeln, wieder messen, bügeln und so weiter. Ich mache das gerne mit einer Hilfsnaht, die ich mir 3 cm von der Kante nähe und dann kann ich einfach an der Naht entlang bügeln. Dafür stelle ich mir einen großen Stich ein, so 3,5 Stichlänge und nähe dann jetzt 3 cm von der Kante an beiden Teilen eine Naht. Die wird nicht verriegelt, weil dann macht das keinen Sinn, sie zu verriegeln. Deswegen einfach runternähen ohne verriegeln.
So sieht der Saum dann aus, wenn er gebügelt ist. Ihr könnt euch den Saum auch gerne nochmal mit Stecknadeln stecken, damit wir uns hier keine Falten reinnähen. Und dann können wir das Ganze auch schon bei 2,5 cm absteppen und dann ist der Saum fertig. Ah ja, dran denken, die Stichlänge wieder zurückzustellen. Ich nehme meistens so zum Absteppen 2,5 oder 3. Zu guter Letzt könnt ihr dann noch die Hilfsnaht wieder rausziehen und dann nähen wir noch das Label an. Ihr könnt euch dann überlegen, ob ihr die Made by Me Seite nehmen wollt oder die Bara Studio Seite und dann zeige ich euch jetzt die beiden Varianten, wie ihr das annähen könnt. Bei Variante 1 nehmt ihr den Beleg und näht das Label unter dem Beleg fest. Dafür klappt ihr dann den Beleg ab, so dass er nur noch einlagig ist. Und dann legt ihr das Label darunter. Moment. Ihr solltet auch auf jeden Fall das Rückenteil nehmen, nicht das Vorderteil. So, das Rückenteil. Klappt den Beleg ab. Legt das Label darunter, justiert es und dann kann das auch schon angenäht werden. Und so sieht dann Variante 1 aus. Variante 2, da könnt ihr euch wieder überlegen, welche Seite möchtet ihr haben. Und dann müssen wir das Label einmal zuschneiden. Dafür könnt ihr euch dann so einen Trickmarker nehmen oder einen Bleistift oder so. Ich nehme jetzt hier die Seite Made by Me. Und dann messe ich hier vom Bruch nach unten 0,7 cm ab, damit ich hier eine Linie zeichnen kann, wo ich abschneide. So, wenn wir jetzt eine Linie haben, können wir daran das Label abschneiden, weil den Teil brauchen wir nicht mehr. Und dann können wir noch mal eine ganze Linie würde ich nicht machen, aber dann 2, 3 Markierungen, wo wir dann das Label umfalten. Also wir messen dann von der Kante auch 0,7 cm nach unten. Und an dieser Position falten wir dann das Label um. Das könnt ihr mit dem Bügeleisen machen oder wie ich jetzt mit dem Nagel, das geht auch ganz gut. Das Label ist da recht gut zu bearbeiten. So, und dann haben wir hier unser Label und das können wir dann auf die hintere Mitte auf dem Beleg aufnähen. Hier würde ich schon sagen, dass wir das vielleicht einmal kurz feststecken, weil es sonst eventuell schief wird. Aufpassen, dass ihr den Beleg nur einfach legt und dass ihr dann einmal rundherum das Label festnäht. Ihr könnt auch, wie ihr wollt, gerne nur unten oder nur an den Seiten. Hauptsache das Label ist fest. Ich nähe es jetzt einmal drumherum. Den Markierstift können wir dann natürlich noch entfernen. Und so sieht das ganze Label dann aus, wenn wir es aufgenäht haben. Super, jetzt ist das Kleid Freya auch fertig. So sieht das Ganze aus. Ihr müsst hier nur noch eine Schleife reinmachen, vielleicht nochmal die ganzen Fäden abschneiden und dann ist das Ganze schon ausgehfertigt.